Hi, das ist die 4. Folge von Doms Real World. Ich bin Dom, ich bin Querschnitt seit 2012 und Tester und Entwickler bei Fosada. Und in der heutigen Folge soll es um Vorderrollen gehen. Also, los geht's nach dem Intro. Vorderrollen bei Aktivrollstühlen haben normalerweise eine Größe zwischen 3 und 7 Zoll und haben entsprechend auch ihre Vor- und Nachteile in den unterschiedlichen Bereichen. Kleine und harte Vorderrollen sind am besten geeignet für glatte und feste Untergründe. Im Innenraum haben sie auch noch den Vorteil, dass sie beim Drehen nicht so weit ausschwenken wie eine große Rolle. Das heißt, man bleibt nicht so leicht irgendwo hängen. Und denselben Vorteil hat man auch beim Verladen des Rollstuhls. Harte Rollen drehen sich leichter auf festen und glatten Untergründen, haben aber auf rauen Untergründen wie Asphalt oder Pflaster das Problem, dass sie nicht so gut rollen und Vibrationen an den Rollstuhl weitergeben, was sehr unangenehm sein kann. Außerdem bleiben schmale und harte Vorderrollen leichter in Unebenheiten hängen und führen zum abrupten Abbremsen des Rollstuhls. Größere, weiche und breite Rollen haben leichte Nachteile auf glatten Untergründen, aber punkten dafür in den anderen Kategorien. Die rollen gut auf rauen Untergründen, geben keine Vibrationen an den Rollstuhl weiter oder sehr wenige, sinken in weichen Boden wesentlich weniger ein und rollen damit dort auch leichter. Und sie rollen sehr leicht über Kanten und andere Hindernisse wie Steinchen zum Beispiel. Für einen Rollstuhl, der sowohl im Innenraum als auch außen benutzt wird, würde ich immer breite, weiche Rollen empfehlen. Wenn es nicht stört, ab einer Größe von 5 Zoll. Wenn man auf größere Rollen wechselt, sollte man Folgendes beachten. Die Gabel muss genügend Platz für die größere Rolle bieten. Eine große Lenkrolle braucht mehr Platz beim Ausschwenken. Sie kommt also näher an das Fußbrett und kann in Innenräumen an Möbelstücken und Hindernissen hängen bleiben. Baut man eine große Rolle ein, muss diese meist höher montiert werden als die vorherige kleinere Rolle, damit die Lenkachse der vorderen Gabel im rechten Winkel zum Boden steht. Zum Schluss noch ein kurzer Gewichtsvergleich. Das goldene Rad ist das Original 5 Zoll Rad, was auf meinem Kühlschall-Rollstuhl war. Das graue Rad ist das erste breitere 5,5 Zoll Rad, was ich auf meinem Rollstuhl montiert hatte, was allerdings für diese Größe relativ schwer ist. Wie man sieht, wird der Rollstuhl damit um fast 400 Gramm schwerer als mit dem Standardrad. Eine gute Alternative ist diese 6 Zoll Luftrolle. Die sind in der Härte durch den Luftdruck einstellbar und sind auch nicht schwerer als die 5 Zoll Standardrollen. Also, ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen weitergeholfen. Freue mich über Likes oder Kommentare und sag bis zum nächsten Mal bei Doms Real World.